Und wieder ein kurzes Video, 2 Tage zusammengefasst, der 18. und der 19. Fahrtag. Wir beginnen mit dem 18. Wir sind ja in diesem Forsthaus untergekommen und, ja, ich habe dann morgens mein Moped gecheckt, ob der, Kühlwasserstand noch in Ordnung war und tatsächlicherweise war das so weit dicht, dass wir uns dann entschlossen haben mit Blick auf die Karte: „Okay, wir fahren die Transalpina“ und, von da aus dann in die nächstgrößere Stadt, wo es dann auch den einzigen auf Google und Google Maps zu findenden Motorradservice gab. Der sollte auch offen haben und ja, Transalpina seht ihr jetzt hier. Auch eine sehr schöne Straße. Wir sind, ich weiß gar nicht, um 9 oder so schon auf der Strecke gewesen. Das heißt eigentlich fast gar keine Autos unterwegs. Ist auch so eine Gebirgspassstraße. Super Asphalt, keine Menschen, viel Ausblick. Und ja, auf der anderen Seite wieder runter, das habe ich nicht gefilmt, das war dann ein bisschen langweilig. Da ist nochmal so ein Skigebiet und so ein paar kleinere Dörfchen und ab und zu mal eine Tankstelle und das war es dann aber auch. Dann sind wir also an diesen Motorradladen angekommen. Das hier ist der besagte Laden, der eigentlich quasi gar keiner war, sondern lediglich, ja, die Wohnung mit Werkstatt hinten dran sieht man hier und der nette Mann, der da links kniet, das ist der rumänische Meister, ich glaube, im Supermoto-Rennen, Cross und Enduro und noch irgendwas, schon wieder vergessen. Ähm, Konnte nicht so richtig Deutsch, war aber auch völlig egal. Ein bisschen Englisch und zeigen und so. Hat das nachher super geklappt. Wir haben dann eine Stunde oder anderthalb geschraubt. So sah das ja vorher aus an meinem Moped. Und ja, so sah es dann hinterher aus. Um wieder mehr Abstand zwischen den Krümmer und den Kühlwasserschlauch zu bekommen, musste oben die komplette Verkleidung runter, Sitzbank natürlich auch. Der Stutzbügel müsste locker gemacht werden, damit man den Krümmer bewegen kann und so weiter und so fort. Das Ganze war eine etwas längere Aktion. Wie schon gesagt, es waren tatsächlich 1,5 Stunden. Nach einer kurzen Suchaktion in seiner, weiß ich nicht, Wühlkiste hat der Gute dann einen Schlauch gefunden, der fast genauso geformt war wie der von der BMW. Der musste nur ein bisschen gekürzt werden. Schlauchbänder hatte ich noch dabei und die restlichen Materialien inklusive Kaffee und Limo und sowas hat dann, alles unser rumänischer Kumpel da gespendet. Ja, Sven hat ein bisschen Pause gemacht, hat, weiß ich nicht, mit seiner, Frau getextet oder so und sich auf seinen Geburtstag vorbereitet. Nichtsdestotrotz, die Operation, wie sie da gelaufen ist und das Ergebnis ist noch immer genauso am Motorrad. Also ich bin damit komplett Rumänien und dann über den restlichen Balkanstaaten an der Adria und Norditalien und so weiter wieder zurück nach Straßburg gefahren. Bin damit dann auch hier nochmal über 1000 Kilometer gefahren, runter Richtung Genfer See und dann vom Genfer See den TED in Frankreich hoch bis nach Schengen, Luxemburg und dann wieder zurück nach Straßburg. Der Abstand zwischen Krümmer und dem Kühlwasserschlauch ist immer noch der gleiche, also reicht. Und wenn ich nicht muss, werde ich das auch nicht tauschen, weil funktioniert. Nichtsdestotrotz habe ich schon 2 neue Kühlwasserschläuche in der Garage liegen. Ja, nebenbei habt ihr jetzt noch ein paar Bilder gesehen von der Strecke, die wir den Tag noch gefahren sind. Der Dude hat uns eine Geländestrecke empfohlen, die er auch immer zu Trainingszwecken fährt. Hätte uns eigentlich nachdenklich stimmen müssen. Immerhin, Meister und so. Waren dann auch ein paar ganz schön ruppige Stellen dabei. Nichtsdestotrotz, wir sind dann hier in so einer Gedenkstätte angekommen. Da hat auch mal irgendwie eine Schlacht stattgefunden. Und ja, den Tag wollten wir nicht so lang machen, weil wie gesagt, Geburtstag stand an und so weiter. Also sind wir dann da oben wieder runter, eine Asphaltstraße, 19% Gefälle, fand ich schon richtig steil, habe mich dann aber in Italien belehren lassen müssen, dass 28% noch eine ganz andere Hausnummer sind. Wir haben dann eine Unterkunft gefunden mit Pool und so 'n Blödsinn, waren noch fix in der Stadt, haben noch ein bisschen was gekauft
waren Pizza essen, haben dann ja im Pool in den Geburtstag reingefeiert und sind dann in den nächsten Tag gestartet. Guten Morgen. So, heute haben wir hier geschlafen, neben einem stillgelegten Kraftwerk, Kohlekraftwerk, kein Atomkraftwerk. Auch ganz nett und vor allem mit Pool. Man sieht es auf dem Video nicht, aber die Felsen da hinten ist einfach nur wie eine Riesenklippe, geht senkrecht runter. Von da sind wir gekommen, von, weiß nicht, weit über 1000 Meter, jetzt haben wir 700. Das ist ein ganz enges Tal, das steht auch unter UNESCO-Schutz und ist eigentlich nur ein riesiger Wald mit einem monströs tiefen Tal. So, wie man sieht, stehen wir schon wieder. Da ist der Sven. Weil wir haben was gefunden. Und das müssen wir auch gleich mal vollkommen schamlos ausnutzen. Wir haben deutlich über 30 Grad und sind jetzt hier. Ein Stausee. Das ist hier ein ganz eng eingeschnittene Täler und halt dann irgendwo eine Staumauer, kommen wir noch hin. Und dann ist hier einfach nur Wasser. Keine Sau da. Ich gehe mal kurz runter, aber ich glaube, man sieht es schon. Kaltes, klares Wasser. Und gleich sind wir da drin. Da wir die Einzigen in diesem Stausee waren, haben wir uns die Abkühlung gegönnt, sind da ein bisschen rumgeschwommen, haben die 38 Grad draußen 38 Grad sein lassen und ja, ein bisschen gechillt, ein paar Runden gedreht und danach ging es dann auch wieder abgekühlt und erfrischt weiter. Oh, herrlich. Guck mal, ich kann Rücken rückwärts schwimmen. Bitte? Ich kann Rücken rückwärts schwimmen. So, da unten ist er. Wascht sein Schlüppi. Und jetzt zeige ich euch mal, wie unordentlich der rückwärtige Raum aussieht, wenn der baden geht. Alles liegt hier rum, alles. Koffer geplatzt, die Socken stinken vor sich hin. Der Helm, da sind schon Vögel drin beim Brüten. Katastrophe. Und dann mein Trümmerhaufen. Auch scheiße, aber egal. Wasser war cool. Jo, wir ziehen uns jetzt wieder an und dann reiten wir weiter. Einfach genial. Super Wetter. Hinter mir ist irgendwie noch ein Gewitter, dem sind wir aber gerade anscheinend davon gefahren. Kleine einspurige Asphaltstraße. Da hinten, wo man es so dunkel sieht, das ist das Gewitter. Motorrad, Landschaft. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin hier völlig alleine. Hier kommt nicht ein Auto.
Die Straße ist mal irgendwann gebaut worden mit so europäischen, keine Ahnung, Entwicklungshilfe oder wie man das nennen soll. Stehen ab und zu mal Schilder. Ab und zu wird die zweispurig, aber tatsächlich ist es so, dass die eine Spur rechts oder links, völlig egal, zugewachsen ist mit irgendwelchen Sträuchern, Obstbäumen, Brombeeren, so wie da. Da steht ein alter Holunderbaum oder sowas, der ist voll mit Brombeeren. Ansonsten gibt es ja einfach nur Landschaft. Wunderprächtig. So, kurze Pause. 714 Meter. Mein Elch hat sich irgendwie auch ein bisschen selbstständig gemacht. Ansonsten gibt es hier auch einfach nur wieder, ich versuche es mal ruhig zu halten, jede Menge Landschaft. Da fahre ich gleich ins Tal runter, da geht es ordentlich abwärts. Ansonsten gibt es hier nichts außer, da ist er, ein Funkturm und ein Langwelle-Sendemast ist das, glaube ich. Und da hinten noch mehr Berge. So, Gepäck festzurren, weiter geht's. Gut. Nicht gut. Ja, das war's dann schon von den beiden Fahrtagen. Wir sind dann in ein Hotel rein, haben kurz vorher noch unseren dritten Mann getroffen und ja, den Abend gemütlich ausklingen lassen, was zu essen bestellt, gut geschlafen. Und im Hotel gab es dann endlich auch mal das entsprechende Getränk für uns. Und wir sehen uns dann wieder zum nächsten Video, Fahrtag 20. Bis dahin. Ciao.